Diesen Tipp hörst du in fast jeder Camping- und Wohnmobilgruppe, aber er stimmt so nicht. Und das Problem, viele verlassen sich darauf und riskieren dabei Schäden und natürlich auch Ärger und Geld bei Kontrollen. Heute räumen wir mit den größten Wohnmobilmythen auf. Ich sortiere jedes Mythos ein nach Gefährlichkeit, Bedenklichkeit, Unbedenklichkeit und harmlos. Und am Ende bekommst du eine kurze, da kannst du dich darauf verlassen, Checkliste, die du abspeichern kannst. Los geht's mit Mythos Nummer 1. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Mythos Nummer 1 höre ich in letzter Zeit sehr häufig. Die Gasprüfung braucht man nicht mehr. Das stimmt so nicht. In Deutschland ist die Gasprüfung an Freizeitfahrzeugen von Flüssiggasanlagen wieder verpflichtend. Und ohne gültige Gasprüfung darf die Gasanlage nicht betrieben werden. Das ist nicht nur Papierkram, sondern das ist auch ein Sicherheitsthema. Warum ist das so gefährlich, fragen sich viele. Gasanlagen sind brandgefährlich und viele Schäden entstehen schleichend, poröse Schläuche, lockere Verschraubungen, undichte Schläuche und natürlich auch Reglerprobleme gehören hier mit dazu. Wir hatten einiges schon selbst gehabt. Poröse Schläuche geht relativ schnell und auch ein defekter Regler kann hier echt ein Risikoproblem für die Gasanlage werden. In die Kategorie bedenklich fällt unser Mythos Nummer 2. Viele sagen, Gas während der Fahrt ist immer verboten. Das ist aber zu pauschal. Truma erklärt, Gasbetrieb ist unter bestimmten Voraussetzungen während der Fahrt möglich. Zum Beispiel mit einem Crash-Sensor und den passenden Sicherheitskomponenten. Und es gibt natürlich Länder mit Ausnahmen, zum Beispiel Frankreich. Was heißt das in der Praxis? Unbedenklich wird es nur, wenn dein System mit den Crash-Sensoren ausgelegt ist und mit den entsprechenden zugelassenen Komponenten ausgestattet ist. Dann wird der Betrieb während der Fahrt für deine Gasanlage unbedenklich. Bedenklich wird es, wenn manche Camper einfach wie früher fahren, ohne den zugelassenen und ausgestatteten Sicherheitskomponenten. Dann wird es natürlich bedenklich, der Betrieb während der Fahrt. Wichtig hier, Frankreich ist ein Sonderfall. Dort gelten je nach Fahrzeug und Erstzulassung besondere Vorgaben. Das wird online oftmals falsch dargestellt, wiedergegeben oder verstanden. Und jetzt natürlich, liebe Camperfreunde, kommt ein Mythos, der wirklich wehtut, weil er oft erst auffällt und zum Vorschein kommt, wenn es knallt. Dieser Mythos fällt in die Kategorie gefährlich, denn wir haben das selbst schon einmal bei unserem vorhergehenden Wohnmobil durchgemacht. Der Klassiker, das Profil ist noch gut und somit sind meine Reifen auch noch gut. Der ADAC rät beim Reifenalter klar, spätestens nach rund 10 Jahren ist mit den Reifen Schluss, unabhängig vom Profil. Und beim Kauf sollte man natürlich darauf achten, das empfiehlt auch der ADAC, auf möglichst frische Reifen mit entsprechendem Herstellungsdatum. Warum ist das kritisch bei Wohnmobilen und bei Campern allgemein? Weil die Fahrzeuge viel stehen, die UV-Einstrahlung, die Kälte, dann der Reifendruck, das lässt natürlich den Gummi altern. Dann kann es zu Rissen, schlechter Haftung und natürlich auch im Extremfall zu Reifenschäden hier kommen. Extra Punkt, wichtig für viele, das Thema das Tempo 100 für Anhänger, die einen Anhänger hier am Wohnmobil haben oder für Wohnanhänger. Dafür dürfen die Reifen nicht älter als 6 Jahre hier sein, sonst verliert ihr die 100er Zulassung für euren Wohnanhänger oder für euren Anhänger am Wohnmobil. Sind die älter als 6 Jahre die Reifen, dann erlischt automatisch eure 100er Zulassung. Wenn du nur eine Sache hier aus dem Video mitnimmst und beherzigst, hilft uns das schon sehr viel. Wir gehen dann hiermit automatisch zum Mythos Nummer 4.
Der Mythos Nummer 4 entscheidet, ob dein Gespann, wenn du mit Anhänger fährst, ruhig läuft oder anfängt zu pendeln. Der Mythos Nummer 4, den stufen wir auch ein in den Bereich gefährlich. Die Stützlast ist nicht sexy, aber sie kann dir auch den Urlaub retten. Die Stützlast ist nicht mehr so wichtig oder wird einfach von vielen ignoriert. Doch der ADAC sagt ziemlich deutlich dazu, dass die maximale zulässige eingestellte Stützlast entscheidend ist für die Fahrstabilität eures Gespanns. Zu wenig Stützlast, mehr Schlingerbewegungen im Gespann. Und das Gemeine daran ist ja auch, viele merken das erst bei einem Überholmanöver, bei Wind oder bei Ausweichbewegungen auf der Autobahn. Praxistipp hier, kurz und konkret: schwere Sachen und Lasten im Anhänger möglichst tief und achsnah verstauen, eure Stützlast an der Deichsel messen und ganz wichtig hierbei auch den maximalen zulässigen Stützlastwert ausnutzen, aber nicht überschreiten. Und jetzt kommen wir zum Mythos Nummer 5. Der ist nicht nur gefährlich, sondern der kann auch richtig teuer werden. Wie sagt man so schön? Ach komm, 50 Kilo, das merkt keiner. Dieser Mythos hält sich sehr hartnäckig. Auch war das so unsere Einstellung, ja gut, 50 Kilo drüber, das merkt keiner, das merken wir auch nicht so. Aber Überladung ist nicht nur ein Bußgeldproblem, was wir dann haben, sondern natürlich auch ein Sicherheitsproblem. Zum Beispiel Bremsverhalten, Achslasten, Reifen und natürlich Fahrverhalten. Und ja, in Deutschland gibt es hier für ganz konkrete Bußgeldstufen je nach Prozent der jeweiligen Überladung, teils sogar mit Punkten. Spannendes Beispiel aus der Praxis. Viele 3,5 Tonnen Wohnmobile sind in der Urlaubszeit meistens schneller überladen, als man denkt. Wasservoll. Dann werden noch die E-Bikes mit dazugeladen, hinten noch auf dem Fahrradträger oder in die Garage. Die Markise kommt mit dazu. Dann haben wir natürlich das Campingmöbel, soll natürlich auch noch mitgenommen werden. Und natürlich auch die Urlaubsvorräte. Und zack, sind wir schon über das zulässige Gesamtgewicht drüber hinaus. Gleich im Fazit verrate ich dir, wie du das ganz ohne Stress prüfst mit einem simplen 2-Schritte-System. Mythos Nummer 6 ist auch sehr hartnäckig. Viele sagen, ich habe eine Tempo 100 Plakette und ich darf auch immer 100 fahren. Tempo 100 ist natürlich super, bei Gespannen vor allem, wenn man mit dem Anhänger, mit dem Gespann fährt. Aber der Mythos, Plakette 100 dran, immer 100. Die Voraussetzungen müssen zum Zeitpunkt der Fahrt aber erfüllt sein. Reifenalter, Geschwindigkeitsindex der Reifen, technische Bedingungen. Der TÜV Nord und der TÜV Süd nennt hier explizit entsprechende Bedingungen und sagt immer hier dazu, die Reifen müssen jünger als 6 Jahre sein. Demzufolge ist diese 100er Plakette nie ein Freifahrtschein. Du musst natürlich die Bedingungen aktuell einhalten. Jetzt kommen wir ganz einfach mal zum Fazit. Hier die versprochene Liste. Punkt Nummer 1. In Deutschland ist die Gasprüfung wieder verpflichtend. Alle 2 Jahre und natürlich auch bei bestimmten Veränderungen an der Anlage oder bei bestimmten Anlässen. Punkt Nummer 2. Gas während der Fahrt. Gas während der Fahrt ist nicht pauschal verboten. Nur mit den passenden Sicherheitskomponenten und dem jeweiligen Land ist es natürlich erlaubt. Punkt Nummer 3. Die Reifen. Profil allein reicht nicht. Beachte die 10-Jahres-Obergrenze der Reifen von euren Campern, von euren Wohnmobilen, dass wir nicht mit Reifen unterwegs sind, die älter sind als 10 Jahre. Auch wenn das Profil noch okay ist und noch super aussieht. 10 Jahre alte Reifen, raus, weg damit. Punkt Nummer 4, die Stützlast. Möglichst die Stützlast ausschöpfen, aber wichtig, nicht überschreiten. Denn das stabilisiert auch euer Gespann. Punkt Nummer 5, Gewicht. Und beim Gewicht sind sich natürlich viele Camper einig. Gewicht kann nicht nur teuer werden.
das ist natürlich auch sicherheitsrelevant. Ja, liebe Wohnmobil, liebe Campingfreunde, welches Mythos sollten wir im nächsten Video einmal für euch prüfen? Wenn dir das Video geholfen hat, freuen wir uns natürlich auf einen Like und abonniert unseren Kanal für mehr Wohnmobiltechnik ohne Stammtischhalbwissen. Wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir fahren los, mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur, WOMO reisen, unser Abenteuertour. Komm, steig ein, wir fahren los.